die schriftliche Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts für Emma an Sebastian. Mit deiner Unterschrift. Mit meiner miserabel gefälschten Unterschrift. Marlene? Ein Alzheimer-Test. Bist du noch zu retten? Arno, komm, lass uns vernünftig darüber reden. Nein, da gibt es nichts zu reden. Ich bin völlig in Ordnung. Hallo. Hallo, kleine Emma. Ich hab so einen Hunger. Du auch? Das war mein Magen. Ich kann echt verstehen, warum der liebe Herr Weber dir unbedingt den Theaterkurs ausreden wollte. Hast du keine Angst, dass du bei Emma bleibende Schäden verursachst? Doch, aber dann liegt das bestimmt nicht an meinem Puppenspiel. Glaubst du wirklich, eure Scheidung wird eine Schlammschlacht? Von mir aus nicht. Aber Tanja wird mir keine andere Wahl lassen, als mit harten Bandagen zu kämpfen. Alleine schon um Emma. So, jetzt gibt's aber endlich deinen Milchbrei. Was steht denn heute auf der Karte? Ich glaube, das war doch Hirse mit Mandelmus. Das wird ganz lecker, hm? So, was hältst du davon, wenn du mal kurz zu Tante Sonja gehst? Oh. Na, du Kleine. Meinst du, das schmeckt, was der Papa da kocht? Das geht Sie ja wohl gar nichts an. Sebastian, findest du es nicht ein bisschen voreilig, jetzt schon mit Sonja eine auf heile Familie zu machen, mit meiner Tochter? Tanja, reg dich bitte nicht künstlich auf, ja? Sie fassen mein Kind nie wieder an. Und du kannst froh sein, wenn du es nach der Scheidung überhaupt noch mal zu Gesicht bekommst. Oh, Charlie. Ich wollte dich nicht anbrüllen, entschuldige. Aber wer lässt sich schon so gern einen Unfug gefallen? Diesen Quatsch. Weil ich kann mich nämlich noch an jedes einzelne Wort erinnern. Arno, bitte, ich mache mir einfach Sorgen. Oh, Charlie, wie oft verlierst du deine Schlüssel? Suchst dein Handy oder irgendetwas? Erkläre ich dich dann gleich für senil? Engagiere ich deine Freunde, damit sie mit dir heimlich einen Idiotentest machen? Arno, ich will dich doch nicht entmündigen. Elisabeth und ich, wir haben uns nur Gedanken gemacht. Kannst du das nicht verstehen? Nein, das kann ich nicht verstehen. Denn mir zum 1000. Mal geht es gut. Ja. Vergiss, dass du deinen Zollstock im No Limits eingemauert hast als symbolischen Akt. Du wirfst wichtige Unterlagen von deinem Kunden in den Müll. Das ist mal wieder so typisch. Man kann dir nichts erzählen. Ich war im Stress, überarbeitet, unter Zeitdruck. Da passiert sowas schon mal. Arno, ich habe recherchiert. Je schneller man diese heimtückische Krankheit erkennt, Für den Fall, dass du vergessen hast, was ich vorhin zu dir gesagt habe, solltest vielleicht du dich einmal untersuchen lassen. Denn ich, meine Liebe, bin völlig normal, aber du bist hysterisch. Und das Schlimmste ist, dass du Elisabeth damit angesteckt hast. Also gut, dann spricht ja nichts gegen eine Untersuchung. Danach geben deine hysterischen Freunde dann zumindest Ruhe. Hey, ich habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Hey, wie war denn der Termin mit dem Komponisten? Ganz gut.
Wir konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten ohne dich. Deswegen war es schade, dass du es nicht mehr geschafft hast. Hast du so lange im Stau gestanden? Nicht die ganze Zeit. Also der Stau hat schon lange gedauert. Und dann habe ich versucht, eine Abkürzung zu nehmen und mich auch prompt verfahren. Und wo bist du gelandet? Keine Ahnung, ich kannte mich irgendwann überhaupt gar nicht mehr aus. Du wirkst doch noch ganz gestresst. Oder war sonst noch irgendwas? Ich brauche einfach eine heiße Dusche und dann ins Bett. Wiederholte Betroffene dieselben Fragen, Geschichten und Bemerkungen? Ja. Hat der Betroffene Probleme bei Routineaufgaben? Hat der Betroffene Schwierigkeiten, einem Gespräch zu folgen? Kann er ein Gespräch... Probleme, bekannte Personen? Ja? Was ist... Blödsinn. Was ist Blödsinn? Nein. Danke, dass du dir trotzdem Zeit für uns nimmst, wo du doch so viele andere Baustellen hast. Wer ist das? Darf ich vorstellen, Frau Ulrich. Mit Preisen behängte Erzieherin. Ein großes Herz für kleine Seelen. Leider auch ein Riesenloch in der Haushaltskasse. Aber offensichtlich erweist sich dein Fast-Ex-Mann ja als ziemlich spendabel. Nimm so Platz. Die offizielle Version. Sie wurden von Sebastian von Lahnstein engagiert, um seine Tochter abzuholen und ihn am Flughafen zu treffen. Er seine Tochter entführen will, davon wissen Sie nichts. Sie wissen nur, dass die Mutter von Emma eine ziemliche Giftspritze sein soll. Das Gerücht können Sie durchaus ernst nehmen. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Sie Ihre zahlreichen Diplome auch unter anderem Ihrer Fähigkeit zur Diskretion verdanken. Das wäre im Moment alles. Warten Sie doch bitte draußen auf mich. Kann ich auch sprechen? Nur im Notfall. Das nennt man Diskretion, Tanja. Also, Sebastians angebliche Komplize mit hierher zu schleppen, fällt nicht gerade in diese Kategorie, Ansgar. Ach was, die Frau ist Profi. Die wollte sich nur ein paar Pflegehinweise von der Mutter abholen. Jetzt mach dir keine Sorgen, Tanja. Dein lieber Ehemann sitzt bald hinter schwedischen Gardinen. Was Sonja wohl dazu sagt. Hoffentlich kann sie sich dann noch auf ihre Arbeit konzentrieren. Tja, was ist denn mit den Unterlagen, die ich dir gegeben habe? Hast du die bei Sebastian deponiert? Was ist denn los mit dir? Wir wollten die ganze Geschichte bei der 800-Jahr-Feier hochgehen lassen. Ansgar, du kriegst einen Skandal. Sebastian wird seinen Sitz im Gremium verlieren und das Sorgerecht für Emma. Tja, kann eine liebe Designerin sich bald ihrem Schätzchen einen schönen Streifenanzug kreieren? Oder was trägt man heutzutage als Kindesentführer im Knast? Bei unseren heißen Songs werden ihre Gäste so richtig abgerochen. Solche Beschreibungen machen mir echt Angst. Kann ich verstehen. Morgen. Warum hast du mich nicht geweckt? Tristan, hey, guten Morgen. Wir hätten doch zusammenfahren können. Ja, das hätten wir, aber du hast so unglaublich süß ausgesehen, als du geschlafen hast. Süß. Auch Kaffee? Noch einen Kaffee für Tristan, bitte. Ja, jetzt erzähl doch mal, was hast du denn mit dem Komponisten so besprochen? Welche Songs wollt ihr neu arrangieren? Keine. Es sind einfach zu viele Fragen offen geblieben und deswegen haben wir einen neuen Termin gemacht, bei dem du dann hoffentlich nicht im Stau stehst. Tristan, es tut mir leid. Aber was hätte ich denn machen sollen? Wo warst du eigentlich, bevor du im Stau warst? Ich war beim Arzt. Beim Arzt. Wieso?
zur Vorsorge bei meiner Gynäkologin. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Naja, du, das war eine reine Routineuntersuchung. Und außerdem, seit wann kontrollierst du meine Arztbesuche? Echt, das tue ich nicht. Ich interessiere mich einfach dafür. Sonst noch irgendwas Besonderes vorgefallen? Hast du vielleicht irgendjemanden getroffen? Tristan, was soll das? Es ist alles genau so, wie ich es dir gesagt habe. Ich glaube dir kein Wort. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, kein Arzt, kein Stau, dafür hattest du ein Date mit Christian. Also hör bitte auf, mich anzulügen. Frau Dröge, ist mein Mann schon im Haus? Noch nicht, aber er müsste jeden Moment kommen, weil er gleich einen Termin hat. Mit mir, ich warte in seinem Büro. Guten Morgen. Ihre Frau wartet in Ihrem Büro. Ach, und Ihr Anwalt bitte dringend um Rückruf. Die Frage ist, was er so dringend will. Andere Frage. Was wolltest du in meinem Büro? Die finanziellen Modalitäten der Scheidung mit dir besprechen. Aber ich habe es mir gerade anders überlegt. Ah ja. Inwiefern? Weil ich jetzt alles will. Frau Dröge, meine Frau hat in Zukunft keinen Zutritt mehr zu meinem Büro, ja? Gibt ja auch nichts mehr zu besprechen, oder? Sie hatte nichts zu besprechen. Sie führt etwas im Schilde. Ja, sie will mir Emmas Entführung anhängen. Natürlich spionierst du mir nach. Was denn sonst? Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich rein zufällig gesehen habe, weil du mit Christian in der Nähe vom No Limits warst. Und wenn du dich schon heimlich mit ihm triffst, dann such dir beim nächsten Mal wenigstens einen sicheren Ort aus. Sicher? Wofür? Tristan, was unterstellst du mir hier? Dass ich eine Affäre mit Christian habe? Sag du's mir. Das ist völlig lächerlich. Ich war auf dem Weg hierhin und dann habe ich Christian getroffen und ihm ging es nicht gut wegen Olli. Der immer noch auf einem Shooting für LCL in der Karibik ist. Ja, genau. Und seit er da ist, hat er sich kein einziges Mal gemeldet. Jetzt hat Christian natürlich wahnsinnige Angst, dass der vielleicht jemanden Neues kennengelernt hat. Warst du jetzt beim Arzt oder nicht? Es ist alles genau so, wie ich es dir gesagt habe. Ich habe nur nicht erwähnt, dass ich Christian getroffen habe. Und warum ist das so ein großes Geheimnis? Er wollte, dass es unter uns bleibt. Und außerdem erzählst du mir jedes Mal, wenn du zufällig jemanden getroffen hast. Nein, aber ich finde auch keine Geschichte, dass ich irgendwo im Stau gestanden habe. Und seit wann bist du überhaupt so eng mit Christian? Also nicht erst seit dem Flaschendrehen, falls du darauf anspielst. Nein, aber schön, dass du es erwähnst. Tristan, hör auf! Christian ist nicht nur schwul, sondern auch glücklich verheiratet. Ja, anscheinend ja wohl doch nicht so glücklich. Ich verstehe einfach nicht, warum du mir nicht gleich die Wahrheit gesagt hast. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Nein, hast du nicht. Einen Kaffee? Nein, danke. Was hast du denn heute so vor? Was habe ich denn so vor? Siehst du, nicht mal einen Witz darüber kann man machen. Ach, Arno, Mensch. Danke auch und schönen Tag wünsche ich. Guten Morgen, Arne. Wie geht's dir denn? Gut, Schön. soweit ich mich erinnere. Lass mich raten. Du hast Alzheimer erwähnt und schon hat er abgeblockt. Hat es sich natürlich auch zusammengereimt, dass du ihn deshalb eingeladen hast. Zum Idiotentest. Oh Gott. Erst war er wütend, jetzt ist er beleidigt. Das kann erfahrungsgemäß sehr lange dauern. Aber, weißt du, ich kann ihn natürlich auch verstehen. Er will den Gedanken an diese Krankheit einfach nicht zulassen. Oder er will es zumindest nicht offen zugeben. Er macht sich Sorgen. Ich habe ihn heute Nacht gesehen, wie er sich den Alzheimer-Test durchgelesen hat. Und du hättest ihn sehen sollen. Er war am Boden zerstört. Arno begreift jetzt natürlich, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ich habe ihn noch nie in seinem Leben so verzweifelt gesehen. Was ist eigentlich mit Ricardo? Ach, sei mir nicht böse, aber danach steht mir jetzt wirklich nicht der Sinn. Nein, Charlie, als Arzt. Ja, natürlich, du hast recht. Wir fragen Ricardo. Ja? Jetzt muss ich nur mal schauen. Arno hat wahrscheinlich wieder das Telefon verlegt. Nein, warte, Charlie, hier ist es. Aber Ricardo muss sich natürlich was einfallen lassen. Er muss sich ja unauffällig mit Arno treffen. Er ist sein Schwiegersohn, ihm fällt bestimmt was ein. Ricardo, guten Morgen. Entschuldige, störe ich dich? Ja, prima, wenn du 5 Minuten für mich hast. Nein, es geht um Arno.
Modell soll er durch seine Unschuld bestechen. Ohne langweilig zu sein. Ja, aber ich würde gerne noch ein paar Nuancen ändern. Bluttöne, dezente Nuancen in Perlmutt, Elfenbein oder Frost. Nicht zu viel Frost. Uiuiui, wem wollt ihr denn mit diesem Fummel Angst einjagen? Den Modekritikern oder den Einkäufern? Tanja, kannst du keine Gelegenheit auslassen, zu demonstrieren, wie hoffnungslos passé du bist. Clarissa, du warst schon passé. Da habe ich meinen Puppen noch die Haare abgeflemmt. Dieser Artikel hier verweist auf das Gegenteil. Demnach steht Clarisse für Stil und das angehängte Lahnstein für eine unzeitgemäße Bremse. Clarissa, wenn du mich beeindrucken willst, solltest du vielleicht nicht einen Artikel zitieren, den Sonja Jägers Schwester geschrieben hat. Was suchst du eigentlich hier? Deine Bedeutung im Firmenlabel oder suchst du einen neuen Mann? Clarissa, du weißt doch am besten, wie es sich anfühlt, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Ich mache euch fertig, fein säuberlich. Erst Sebastian und dann dich. Das ist die Quartalsbilanz. Zieht euch warm an. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie mich nicht verantwortlich machen soll für ihr Problem. Das da wäre? Naja, dass sie auch Gefühle für mich hat. Ich weiß, was du jetzt wieder denkst. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nicht unbedingt, aber von uns beiden hast du auf jeden Fall die bessere weibliche Intuition. Wieso denkt Marlene eigentlich, ich hätte dich zu ihr geschickt? Rebecca, gleiches Recht für alle. Ich sage Marlene nicht, was du mir anvertraust und andersrum genauso. Ach, komm schon. So, und jetzt muss ich auch leider wieder in den Stall. Bitte, nur ein ganz kleiner Tipp. Störe ich gerade? Nein, Quatsch. Ich habe gehört, du machst dir Sorgen. Hat Orle sich inzwischen gemeldet? Ach so, ja, endlich. Ist ja so ein bisschen schwer, bei dem ganzen Zeitunterschied zwischen hier und der Karibik den Kontakt zu halten. Die Geschichte hat Marlene ganz schön mitgenommen, aber es ist schön, wenn man jemanden hat, der für einen da ist. Ja, das sage ich auch immer. So, ich muss jetzt gleich auch wieder los. Gut. Soll ich hinter mir abschließen? Alle anderen sind schon am Feierabend. Rosa, ich bin schon ein großes Mädchen, danke. Okay, dann schönen Abend. Ansgar, bevor du fragst, alles ist da, wo es hingehört. Sehr schön, meine Liebe. Wir sollten uns übrigens dringend noch mal mit der Nanny treffen. Lagebesprechung. Ich rufe dich zurück, ja? Jetzt ist er bestimmt enttäuscht. Dein Partner in Crime. Sebastian, was willst du? Jedenfalls nicht ins Gefängnis. Unangenehme Post? Egal wie hinterhältig, kalt und berechnend du auch immer warst, ich habe zumindest geglaubt, dass selbst dir unsere Familie heilig ist. Und jetzt willst du mir eine Entführung unterschieben? Willst mir auf diese Art Emma wegnehmen, um ihr was erzählen zu können? Dass man mich wegsperren muss, damit sie Angst vor mir hat, damit sie mich für immer hasst? Das ist ja eine nette Geschichte, Sebastian, die du dir da ausdenkst. Du besorgst dir alles, was man für eine Kindesentführung braucht und willst es mir in die Schuhe schieben? Ja, diese Wanze wird vor Gericht als Beweismittel niemals gelten. Aber mir beweist es einmal mehr, wie erbärmlich du bist. Ja, Sebastian, ich werde dir Emma wegnehmen. Und ich werde dafür sorgen, dass sie dich hasst. Genauso wie ich dich hasse. Wenn du jetzt auch noch glaubst, dass ich Gespenster sehe, dann... Nein, bestimmt nicht. 3 positive Antworten in diesem Test sind ein ernstzunehmendes Warnsignal, dem wir nachgehen müssen. Und wenn es wirklich Alzheimer ist? Also, um Gewissheit zu haben, müsste sich Arno erst weiteren Tests unterziehen. Das sollten wir abwarten. Hallo, Arno. Aha. Ich verstehe. Elisabeth alleine reicht nicht für diesen hoffnungslosen Fall. Da muss dann unser Ricardo ran. Ich bin immerhin dein Schwiegersohn und dein Hausarzt. Und Charlie macht sich Sorgen. Und mir hängt das Ganze zum Hals raus. Glaubst du mir das? Gibt es irgendjemanden, den du noch nicht verrückt gemacht hast mit deiner Hysterie?
Ich lasse euch dann mal allein. Ach komm, bleib doch live. Das große Gedächtnisquiz. Sonst weißt du doch gar nichts mehr zu erzählen. Charlotte! Und du? Ich nehme an, du hast sie nicht darüber aufgeklärt, dass es völlig normal ist, wenn man in Phasen des Stress und der Überlastung das eine oder andere durcheinanderbringen vergisst. Deine Worte, stimmt's? Bist du denn immer noch im Stress, Arno? No Limits ist fertiggestellt. Es gibt ein neues Projekt. Ein Wettbewerb. Arno. Ricardo. Was bitte spricht gegen eine Untersuchung? Dass nichts dafür spricht, ganz einfach. Doch. Dann hast du Fakten. Im besten Fall hat dich Charlie völlig umsonst in den Wahnsinn getrieben. Und das kannst du ihr meinetwegen jahrelang unter die Nase reiben. Hm? Und im schlimmsten Fall? Alzheimer ist noch immer eine unheilbare Krankheit, aber kann durch gezielte Medikation verlangsamt werden. Aber es ist wichtig, die Krankheit im Frühstadium zu erkennen. Das ist ein solcher Unfug. Und ich möchte nicht, dass du Leonie oder Timo diese Gedanken in den Kopf setzt. Arno, ich bin als dein Arzt hier und unterliege der Schweigepflicht. Das hier, das ist ein Informationsblatt über Untersuchungen und Medikation. Vielleicht liest du es dir wenigstens mal durch. Ich könnte mir das doch sowieso nicht merken. Arno, du brauchst Klarheit. Je schneller, desto besser. Wir hatten sowas Besonderes. Emma, du und ich. Warum musstest du das mit aller Macht kaputt machen? Das wird ja immer schöner. Du hast mich verlassen. Hast du es schon vergessen? Nachdem du zigmal mein Vertrauen missbraucht hast. Du machst es dir ein bisschen leicht. Ich bin, wie ich bin. Und das wusstest du von Anfang an. Tja. Vielleicht habe ich gedacht, dass du dich ändern würdest für uns. Und jetzt? Bist du traurig, dass deine Konditionierungsversuche gescheitert sind? Dass ich nie aufgehört habe, das Gute in dir zu sehen, meinst du wohl? Während du mir deine eigene Entführung verschwiegen hast, damit du etwas gegen Clarissa in der Hand hast. Ich habe mich immer und immer wieder dafür entschuldigt. Mit einer Wurst. Ah, aber dass du mir mit einer Wurst einen Heiratsantrag gemacht hast, das war okay. Du hattest mir versprochen, nie wieder gegen Clarissa zu schießen. Ich habe genau das getan, was du von mir wolltest. Ich habe Timo vor Gericht entlastet, obwohl er mich und Emma entführt hat. Entführt, bitte? Dieser Junge war total durcheinander und du wusstest am allerbesten, er hat einen verdammt guten Grund dafür. Sebastian, jetzt hör mir mal zu. Ich habe das getan, was du wolltest und du bist mir in den Rücken gefallen. Du hast Clarissa zurück in meine Firma geholt. Weil es der einzige Weg war, deine Firma zu retten. Aber anstatt das zu kapieren, da gehst du hin und treibst mit Ansgar. Ja, das war reiner Frustsex. In Gedanken daran, was du alles mit deiner Schulfreundin treibst. Lass Sonja endlich in Ruhe, ja? Siehst du, wenn du so viel nobler wärst als ich, dann hättest du sie weggeschickt, als ich dich drum gebeten habe. Ich habe immer nur dich geliebt, Tanja. Du weißt, was das Verrückte ist? Ich tue es immer noch. Obwohl mir längst klar ist, dass das zwischen uns niemals funktionieren wird. Ich glaube, du verbündest dich nur mit Ansgar, weil du verzweifelt darüber bist, dass es dir genauso geht. Du lädst mich zum Essen ein, nachdem du mich vorhin ausdrücklich ausgeladen hast. Ausgeladen? Ich dich? Das sage ich dir. Ohne meinen Zollstock gehe ich nicht aus dem Haus. Arno, du hast ihn gestern feierlich am Pool im No Limits eingelassen. Ich war doch dabei.
Mittlerweile bin ich nicht mehr die Einzige, Arno, die sich Gedanken um dein Erinnerungsvermögen macht. Was ist das? Eine Art Test. Ein Alzheimer-Test? Alzheimer ist noch immer eine unheilbare Krankheit, aber kann durch gezielte Medikation verlangsamt werden. Aber es ist wichtig, die Krankheit im Frühstadium zu erkennen. Arno, du brauchst Klarheit. Marlene! Passt dir der Termin mit dem Komponisten? Oder sagen wir doch besser Mittwoch? Nee, der ist gut. Hör mal. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin so ausgehorcht habe. Ist schon okay. Nein, es war einfach total übertrieben von mir. Vielleicht ein bisschen. Ich habe vorhin mit Christian gesprochen und wenn er sich dir mit seinen Problemen anvertrauen kann, dann sollte ich mich eigentlich darüber freuen, wenn es nicht zu regeln wird. Nein, natürlich nicht. Weißt du was, wir vergessen die ganze Sache einfach, okay? Ja. What comes is better than what came before. And you better come to me. Ich liebe dich auch. Come to me. Better run to me. Better come. Oh, I do believe in all the things you say. What comes is better than what came before. And you better run to me. Better run. It's way too late to think of someone I would call now. The neon signs got tired, red-eye flights held the stars out. I'm safe in a corner, just hours before me. I'm waking with the roaches. The world has surrendered. I'm dating ancient ghosts, the ones I made friends with. The comfort of fireflies, long gone before daylight. And if I had one wish fulfilled tonight, I'd ask for the sun
ist? Es tut mir leid. Soll das ein Witz sein? Er hat dir eine Wanze untergejubelt? Tanja, das ist der billigste Trick und du fällst drauf rein? Zum Glück. Was denn? Hör ich jetzt auch noch Skrupel raus? Mein Gott, Tanja, du hattest doch wirklich gute Gründe, diesen Plan mit mir durchzuziehen. Und durch deine Blödheit ist er jetzt gescheitert. Aber okay, wir sind ja kreativ genug, uns was Neues einfallen zu lassen. Nein, Ansgar, wir unternehmen nichts gegen Sebastian. Hörst du? Sag mal, soll das jetzt ein Witz sein? Ist das ein Mikrofontest oder was? Du hast mich ganz gut verstanden. Wir werden ihm nicht die Entführung seiner Tochter unterschieben und auch sonst nichts. Unsere Allianz ist vorbei. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Sebastian dir das danken wird, oder? Offensichtlich steht deine Milchsemmel nicht mehr auf blond. Kapier das endlich. Ich hole ihn mir zurück. Verlass dich drauf. Wir sehen uns wieder, Tanja. Sehr bald schon. Und dann habe ich ihm ein Informationsblatt dagelassen mit möglichen Anlaufstellen für Untersuchungen. Wer weiß, vielleicht geht er hin. Arno. Niemals. Diese Ungewissheit geht mir einfach so an die Nieren. Also wie es Arno geht. Zum einen braucht er Klarheit und wünscht sich Klarheit. Zum anderen kann genau die ihm das niederschmetternde Ergebnis liefern, vor dem er sich so sehr fürchtet. Trotzdem denke ich, dass eine klare Diagnose am leichtesten zu ertragen ist. Oh, nicht für Arno. Ausgerechnet Alzheimer. Das muss so erniedrigend für ihn sein. Ich meine, er hat sich noch so viel vorgenommen, so viele Pläne. Jetzt als frisch gebackener Architekt. Ein Leben lang hat er davon geträumt. Und gerade jetzt, du hast ihn doch gesehen, mit welchem Feuereifer er bei diesem Architekturwettbewerb dabei ist. Du merkst, dass du dir langsam selbst verloren gehst. Dein Leben vergisst, deine Freunde, die liebsten Menschen. Das ist so grausam. Gott, ständig auf Hilfe angewiesen zu sein. Das hat niemand verdient. Und ausgerechnet Arno, er war immer so ordentlich, fast pedantisch. Das passt eigentlich auch gar nicht zu ihm. Also noch wissen wir nichts Genaues. Ja? Und solange das so bleibt, ist mein ärztlicher Rat nicht allzu schwarz. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich wollte eigentlich zu meinem Enkel. Ich glaube, der... Dankeschön. Na? Haben Sie endlich das bekommen, was Sie wollen? Es geht Sie zwar nichts mehr an, aber zwischen mir und Sebastian ist nichts passiert. Und warum nicht? Haben Sie ihm Ihre langweilige Dessous-Kollektion vorgeführt und er ist zum Einschlafen dann doch lieber nach Hause gefahren? Hey, Sebastian. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber... Josie, 2 Bourbon. Erzähl. Bisschen Sex mit einem guten alten Schulfreund zu haben, was ist schon dabei, hm? Hauptsache, man vergisst nicht, dass man dabei zweite Wahl ist. Ich habe ausgerechnet die Frau verletzt, die es am wenigsten verdient hat. Dann kannst du schon mal nicht von Tanja reden. Ich muss noch mal weg. Wohin denn? Was Sie von mir halten, interessiert mich schon lange nicht mehr. Mir tut nur Sebastian leid. Mag sein, dass ich ihn nie bekommen werde, aber so eine wie Sie hat er bestimmt nicht verdient. Ebenso wenig wie seine Tochter eine Mutter wie sie verdient hat. Aber er hat sie wirklich geliebt. Woher wollen Sie eigentlich wissen, was mein Mann verdient hat? Hat er Ihnen in der Schule mal ein Herzchen gemalt? Also mich hat Sebastian noch nie beim Sex sitzen lassen. Und schon gar nicht kurz davor. Was zwischen Sebastian und mir passiert ist, das geht auf Ihr Konto. Und zwar ganz allein.